Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wie, was? Tutorial am Mittwoch? Was ist denn hier eigentlich los? Warum am Mittwoch? Es ist nicht Freitag heute. Was ist denn das? Ja, heute kommt das Tutorial am Mittwoch, nicht am Freitag, weil am Freitag kommt mein erster Livestream. Abonniert doch meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr am Freitag auch benachrichtigt werdet, wenn der Stream beginnt. Circa 20 Uhr, die Zeiten können sich allerdings noch ein bisschen variieren. Das ist noch nicht hundertprozentig 20 Uhr, es könnte auch später oder ein bisschen früher sein. Im ersten Stream werden wir ein bisschen Metal Gear Solid zocken und in den späteren Streams können wir auch mal RPG Maker Tutorials live machen und solche Sachen und ein bisschen rumspielen mit dem RPG Maker. Schauen wir mal, was daraus wird. Auf jeden Fall, ich freue mich auf Freitag, auf euch alle. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich und wenn nicht, bin ich tief beleidigt. Lasst uns jetzt aber mal anfangen mit dem Tutorial, denn heute gucken wir mal auf Super Mario 64. Dort gibt es nämlich ein Rätsel mit Truhen. Man muss die in der richtigen Reihenfolge aufmachen, ansonsten wirst du geschockt und du musst das Rätsel wieder von vorne beginnen. Wie funktioniert das im RPG Maker MZ oder im RPG Maker MV? Finden wir es heraus. Als erstes erstellen wir ein neues Event und wählen eine Truhengrafik aus und klicken auf OK. Jetzt klicken wir in die leere Zeile in unserem Event und wählen bedingte Abzweigung aus. Dort erstellen wir eine neue Variable, die ich in Truhe benenne. Die Konstante bleibt auf 0 und ich setze einen Haken bei else-Fall. Klickt nun auf OK. Wir klicken doppelt in die Bedienung und wählen Bewegungsroute aus. Wählt dabei dieses Event aus. Bei der Bewegung machen wir nach unten, links, rechts und dann nach oben drehen. Dazwischen fügen wir immer 5 Frames Warten ein. Klickt nun auf OK. Darunter lassen wir einen Soundeffekt abspielen, damit der Spieler weiß, dass es die richtige Truhe war, die er geöffnet hat. Im else-Fall fügen wir ebenso einen Soundeffekt ein, aber diesmal ein, um dem Spieler wissen zu lassen, dass es die falsche Truhe ist. Darunter erstellen wir im else-Fall die Variable wieder auf 0, damit der Spieler das Rätsel wieder von vorne beginnen muss. Geht nochmal in die Bedienung und wählt Variable steuern. Nimmt die Variable Truhe und Operation auf Hinzufügen. Konstante auf 1. Somit wird die Variable plus 1 addiert und steht danach auch auf 1 bei der ersten Truhe. Erstellt nun eine zweite Seite. Wählt dieselbe Truhe nochmal aus, aber diesmal die Grafik, in der die Truhe offen ist und klickt auf OK. Macht einen Haken bei Variable und setzt sie auf 1. Wählt dabei wieder die Variable Truhe aus. Übernehmt das Ganze und kopiert das ganze Event und fügt es daneben ein. Die bedingte Abzweigung ändern wir jetzt von 0 auf 1. Auf der zweiten Seite wird die Variable auf 2 gesetzt. Nun kopieren wir wieder das Event und machen dort nochmal das gleiche, die bedingte Abzweigung von 1 auf 2 und in der zweiten Seite von 2 auf 3. Ihr müsst also immer eine Variable nach oben gehen bei der Bedienung und in der zweiten Seite. Diesen Vorgang könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr Kisten braucht. In meinem Fall belasse ich es auf 5 Kisten. Bei der letzten Kiste füge ich in der Bedienung nach dem Soundeffekt noch einen Text ein, Trank erhalten, und gebe dem Spieler einen Trank. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Item benutzen. Machen wir nun einen Testlauf. Wir sehen, dass wir die Truhe in der richtigen Reihenfolge aufmachen müssen, da ansonsten sich alle Truhen wieder schließen und man wieder von vorne anfangen muss. Wir können jetzt noch die Truhe random verteilen, damit es auch ein richtiges Rätsel wird.
Jo, das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Wie gesagt, am Freitag kommt der erste Stream. Schaltet ein, wenn ich live bin. Wir zocken zusammen Metal Gear Solid und können ein bisschen palabern, ein bisschen rumlabern, ein bisschen rumquatschen. Es wird auf jeden Fall lustig. Bis dahin, Tschüssikowski.